Aber ich weiß, wo das größte Problem nachher liegen wird, das Ding nachher in das Auto reinzubringen. Meinst du, die wollte das wirklich so dunkel haben? Dann schleif's noch mal ab. Geh weg, hör auf! Geh. Du sollst aufhören. Ich will das jetzt. Halt, ich stech dich ab, ich sag dir. Hör auf, hör auf. Ihr müsst mal zur Paartherapie. Können wir einen Boxkampf? 2 gehen rein, einer geht raus. Aber hast du gar keine Angst, dass die jetzt zum Beispiel nicht glücklich sind mit dem, was du auslieferst? Vielleicht haben die was anderes erwartet. Meinst du, die Sendung kann man so zusammenschneiden, dass es aussieht, dass du was kannst? Herzlich willkommen zu Murat dreht am Rad. Die wahrscheinlich tollste, schönste und teuerste Handwerkersendung im deutschen Fernsehen. Mit mir natürlich als professionellen Handwerker. Und das ist mein Handwerkerkollege Günni. Er ist bei mir jetzt hier in der Ausbildung. Und wir bekommen, ja, jetzt kommt was ganz, ganz Tolles von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer. Wir hoffen, dass was Genau, ganz Tolles kommt. Ein bestimmtes Werkstück. Und wir versuchen das Ding jetzt umzubauen. Richtig? Zu pimpen. Zu pimpen, genau. Ja. Wir haben nur 2 Tage Zeit. Und ein bestimmtes Budget. Und ein bestimmtes Budget. Was ist das? Hä? Brennholz. Du hast Brennholz gedacht? Boah, das Holz, so schwer ist es gar nicht. Warte mal kurz, warte mal kurz. Warte mal kurz, warte mal kurz. Stopp. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Was ist das? Halt, das ist mein Fuß. Das ist ein Vogelhaus, oder was ist das? Nee. Boah. Hey, aber da war Geht aber hierher. Warte, da ist was. Bei jedem Gegenstand ist immer irgendwo ein Brief dabei, wo sich die Person vorstellt oder sogar die Familie vorstellt. Eine kleine Geschichte zum Gegenstand, was den Gegenstand so besonders macht. Und manchmal ist es auch wirklich was sehr, sehr Emotionales, muss man ganz ehrlich sagen. Hallo Murat, hallo Günni. Wir sind die Familie Otterbach aus Schwäbisch Hall. Wir haben vor 25 Jahren einen Glockenstuhl aus dem Zillertal gekauft. Ja, Natascha und ich, das ist ja wie Freundinnen. Wir sagen uns alles. Ich schaue, dass ich jede Woche mindestens einmal bei meiner Mutter vorbeischaue. Wir sind alle gut miteinander in der Familie. Aber irgendwie Natascha und ich ist was Besonderes. Ansonsten telefoniere ich jeden Tag mindestens 1-2 Mal mit meiner Mutter. Wir sind einfach zusammengeschweißt. Eigentlich sollte er auf unserem Haus direkt auf dem Dach montiert werden. Doch was wurde leider von der Stadt damals nicht genehmigt. Natürlich war ja klar. Ich habe eine Idee. Fand das eine Idee? Eigentlich habe ich keine Idee, weil deswegen rufen wir jetzt den Georgi an und fragen, ob er eine Idee hat. Der Georgi ist ein Original. Ist handwerklich super. Und das andere, warum der Georgi auch dabei ist, der hat Werkzeug. Vergiss es, sie kommen nicht. Georgi. Georgi, pass auf, egal was jetzt kommt. Wir sind ganz, ganz ehrlich, wir haben wieder ein Problem und wir brauchen dein Werkzeug. Und wir brauchen aber auch deine Idee. Wir möchten wirklich etwas Nachhaltiges machen und es wäre echt schön, wenn du vorbeikommen würdest und uns helfen könntest. Und beraten. Ja. Bis gleich, Georgi. Ciao. Wer kommt auf die Idee, so etwas zu kaufen und nach Deutschland zu bringen? Und das ist nicht billig, ne? Das ist nicht billig. Ich glaube, das Ding, wenn es heute machen lässt, so um die 4.500 € kostet das Ding. Wir waren immer im Urlaub in Österreich oder in Bayern. Dann haben wir immer wieder gesehen auf den alten Bauernhäusern die Glockenstühle. Die waren damals da, damit man, ja, sind die gewarnt waren vom Sturm oder wenn ein starker Wind gekommen ist, weil da ein Wetterhahn dann noch oben drauf war. Für uns war dieses Holz, diese Holzschnitzereien schon immer genau unseres. Das hat sich angefühlt wie zu Hause. Und die kommen halt direkt aus dem Zillertal, werden die halt hergestellt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir holen uns das. Und ab da war das Teil unserer Familie. Im Endeffekt war es wie ein Familienmitglied, weil es hat sich alles immer darum gedreht. Lass uns kurz drehen, okay? Ach so, wir brauchen noch das Budget. Ja? Genau, das Budget. Und wenn, So. je nach dem Budget gucken wir, was für Materialien wir verwenden können und was wir noch kaufen können. Die Sendung heißt ja Murat dreht am Rad. Er dreht dann ein Budget, das wir dann zur Verfügung haben zum Modifizieren des Gegenstandes. Und man kann es auch zweideutig sehen.
wenn ich ihn ein bisschen hochnehme ab und zu, dass dann sein Blutdruck hochgeht und er am Rad. Aber ist ja nur lieb gemeint, gell? 1000? 1000 Euro. Hört sich gut an. Ja, da müssen wir mit viel Sachen bei mir aus dem Garten arbeiten, wirklich. Ja gut. Holz haben wir da. Wir sind ja nachhaltig, oder? Ich gebe dir gleich nachhaltig. Wo ist nachhaltig? Du klaust das Zeug aus meinem Garten raus, wo ich Ist zum doch auch Baum nachhaltig, da brauchst du nicht zu kaufen. Aha, genau. Kann es sein, dass mein ganzes Werkzeug, was ich hier in der Garage habe, bei dir zu Hause ist? Wenn du auch nachhaltig denkst, nachhaltig heißt nicht klauen. Das ist wie Leasing. Ja, Leasing. Ja, wir bekommen jeder geheime Aufgaben, den anderen hochzunehmen, ohne dass er das merkt. In der Sendung kann man durch die Spezialaufgaben natürlich Punkte gewinnen. Und der, der natürlich nach der Sendung am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich habe. Bringe ich ihn dazu, aus seiner Kindheit zu erzählen. Das kriege ich hin. Der labert nämlich voll viel. Und ich weiß, dass er so eine bewegende Kindheit hat. Ich glaube, die waren 11 Kinder. Reiche Murat so oft wie möglich das falsche Werkzeug an. Das ist machbar. Güni. Hey, Schochi. Oh je. Gut, dass du kommst. Alles klar? Ja, bei dir. Ja. Um Gottes Willen. Ja. Was habt ihr vor? Ja. Also handwerklich cool gemacht ist es ja, ne? So, ihr Bachforellen. Alle, hi, Schochi. Bis zum Kaffee trinken gekommen. Das war mir wichtig, die Tradition zu erhalten und das Handwerk zu erhalten. Deswegen haben wir am Glockenstuhl nicht viel gemacht. Also mussten wir uns überlegen, was kann man um den Glockenstuhl rummachen? Das wäre unser Glockenturm, den wir ja schon haben, den wir ein bisschen auffrischen. Ein Felsen, dann eben hier eine Wasserschale mit einem Solarwasserspiel, also einfach eine Fontäne, Kräutern und. So. Das heißt, die Vögel kommen auf diesen Glockenstuhl, ernähren sich und essen auch gleichzeitig die Schnecken von dem Hochbeet. Also hat jeder was davon. Das ist eine tolle Idee, gell? Ja. Hast du auch schon mal solche Gedankengänge gehabt? Du bist Unglaublich, gell? Ja. Ja. Also, mir fehlen die Worte eigentlich. Ja. Dann zeig uns mal erstmal Ziegelrapiz, haben wir noch nie gesehen, bin gespannt, wie es aussieht. Und dass wir da mal diese Form mal legen. Alles klar. Okay? Machen wir. Und danach kümmere ich mich um die Restauration von dem Glockenstuhl. Ja, dass es natürlich aussieht. Hier schleicht der Schwiegervater auch rum. Bei uns ist es auch so, dass der Opa immer da ist. Also der Opa, der ist Rentner und der Opa hilft mir ganz, ganz viel im Garten und der ist auch immer da und es ist der Mehmet. Gefällt dir? Ja. Schönes Handwerk, gell? Echt schön gemacht. Dein Schwiegersohn, beste Mann. 100%. 100%. Papa ist der Beste. Männer, ihr baut das jetzt, aber kriegen wir das nachher ins Auto rein? Murat, wie wär's, wenn du Schleife gehst? Hier, guck mal. Da kannst du den Staub antackern, nimm's mit. Ja. Ja, nimm's mit, kannst du Staub antackern. Ziegelrapiz. Das hat man früher eigentlich genommen am Fachwerk, um über den Grundputz eine Verbindung übers Holz zu bekommen. So ist es schön ruhig, oder? Weißt du, wenn der Störenfried nicht da ist. So, jetzt trage ich die Lasur auf. Und ich habe mich für die Farbe Palisander entschieden. Das ist ein dunklerer Ton, weil ich keine andere Farbe da hatte. Aber es sieht gut aus. Meinst du, die wollte das wirklich so dunkel haben? Dann schleif's noch mal ab. Die Güni und ich, wir necken uns zwar immer, aber wir sind wirklich absolut beste Freunde. Und ich glaube, ich kenne ihn jetzt schon seit 15 Jahren. Er ist ein bisschen älter als ich und damals hatten wir einen eigenen Stammtisch. Ich war immer der Jüngste schon. Hör auf! Hör auf! Hör auf jetzt! So eine richtig coole Männerfreundschaft ist das. Und wir haben früher ganz, ganz viel Schwarzbaustelle gemacht. Aber das ist alles schon verjährt. Deswegen kann uns keiner mehr was machen. Aber früher haben wir das ganz oft gemacht. Sag einfach nichts, weil das Problem ist, dass das Finanzamt zuschaut. Ach so? Ja.
Weil Schwarzarbeit verjährt nicht. Nicht? Ui. Murat, wir sind fertig. Verarsch mich jetzt nicht, ehrlich. Wir sind fertig. Machst du da eigene Sendung? 8 Folgen, Murat streicht den Glockenturm. Oder? Murat. Also, wenn man eine Lasur macht oder Streicharbeiten und man dann den Boden abdecken will, sollte man schon eine Plane nehmen, ne, und nicht eine Europalette, wo Löcher hat, wo das gar nichts bringt. Ne? Der hätte es auch so gestrichen. Und wenn er 3 Tage dran Zeit gehabt hätte, hätte er das genauso gemacht. Wollen wir gerade, hey, das ist genau wie ein Fußballspiel. 90 Minuten gespielt, 5 Stunden diskutiert über das Spiel. Verstehst du, was ich meine? Ich habe den Scheiß gestrichen bei 35 Ja, du hast aber Grad. 90 Stunden gestrichen. Ich guck mal euren Scheiß an, okay? Das hat jetzt den ganzen Morgen gemacht. Das bisschen. Ich habe abgeschliffen, einen kompletten Kirchturm Kirchturm. und habe das Ding gestrichen. Schau, wie alt warst du, wo du die Ausbildung gemacht hast? 16. 16. Wie alt warst du, als du die Ausbildung gemacht hast, Günni? 15. 15. Was hast du gemacht? Drechsler. 3 Jahre. Dreher. Du Drechsler, du. Es muss sich anfühlen, wie wenn man sich ans Ohrläpple fasst. Das ist beim Pizzateig machen, du Dummkopf. Also stimmt. Mix it up, mix it up. Mix it up, mix it up. Mix it up, mix it up. My fair lady. Wasser einfüllen. Wind it up, wind it up. Wind it up, wind it up. Was wir jetzt machen, ist einfach modellieren. Eigentlich das, was man am Strand kennt, wenn man eine Sandburg baut. Das heißt, einfach hier nass machen, schön. So, den ganzen Ton hier. Und dann tun wir das einfach modellieren. Ich finde es echt toll, dass das komplett natürlich ist. Es ist nie gut, wenn man so Chemikalien im Gemüse hat, weil das kann das Erbgut schädigen. Und dann, ihr seht, was passiert. Die größte Challenge war eigentlich, es nicht zu schwer zu machen. Weil wenn es zu schwer wird, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen? Wir wussten ja gar nicht, wie kommst du in den Garten rein? Weil es ziemlich schwer wird, Schoschel, denke ich. Wir machen jetzt 4 Teile draus, nochmal. Ja, ich weiß, ist schon klar, aber das ist schon... Und außerdem ist Einladen ja nicht mehr mein Problem. Hier dann Röhrer. Könnt ihr eigentlich so den Eimerrand, wenn ihr das Zeugs da mit der Kelle am Rand entlang zieht, immer wieder mal sauber machen? Ja, ich hab's ihm gesagt. Aber ich kann schon mit dem Maul aufreden. Es könnte auseinanderbrechen. Jetzt ehrlich jetzt? Ja. Schau schon auf, Mann. Ich wäre kein Bock, dass meine Kinder in der Schule gehänselt werden wegen dir. Wegen mir. Jetzt auf einmal wegen mir. Welchen Teil von mach doch mal diesen Eimer am Rand sauber? Schoshi, Der ich Anfang, kann der kein mittlere, der Hessisch. Schluss. Ich kann kein Hessisch. Tut mir echt leid, ich hab's ihm 10-mal gesagt, der versteht mich nicht. Der sagt immer ja, ja, okay. Der kann kein Schwäbisch. Und dann grinst du mich blöd an. Ungefähr 200 Kilo Putz oben drauf, ne? Ja, aber das geht ja. Wenn man es 4 teilt, ist 100 Kilo pro Teil. Das ist ja okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Konstruktion das in sich selber trägt. Aber es wäre tragbar für uns. Oder für euch dann. Hör doch auf, was zu sagen, wirklich. Wie viele Säcke waren das? Überleg mal. Das war Ich locker glaube an die 150, 200 Kilo. 250, ich glaube, er hat Gewicht. 250, glaube ich. Was Kilogramm betrifft, Gewicht 6. betrifft, hast du eine ganz komische Einschätzung, gell? Du denkst auch, du hast 60 Kilo, kann es sein? Murat, Schoshi? meinst du, die Sendung kann man so zusammenschneiden, dass es aussieht, dass du was kannst? Weißt du, manche Sachen siehst du nachher gar nicht, wenn du es lackiert hast. Aber das schon. Guck, da, hier, da. Und wenn wir das jetzt ins Auto kriegen, das wird das nächste Problem sein. Aber ganz wichtig, man macht sich das Problem nicht schon vorher, sondern man beseitigt das Problem erst, wenn es da ist. Habe ich recht? So ist es. So ist es, genau. Schoshi, sauber machen Ja, und dann Feierabend. Feierabend.
Heute haben wir den zweiten Tag. Gestern habe ich diesen Felsen hier geformt mit diesen Händen. Alleine, ganz wichtig, ja, alleine. Und versuchen jetzt, das Ding auseinanderzuschneiden. Und danach werden wir das richtig schön anmalen, dass es wirklich authentisch aussieht. Okay, dann legen wir los. Legen wir los. Und dann haben wir den geteilt in 4 Teile, weil den konnten wir ja so nicht mehr transportieren. Die Samira kommt gleich zur Hilfe. Guck mal, die hat Ferien und die hilft uns. Hast du in deiner Jugend auch in den Ferien was gemacht? Ja. Du hast geklaut. Hi, Papa. Hi, Schatz. Wenn wir zum Beispiel jetzt mit dem Güni oder was machen, dann kommt sie einfach mittags nach der Schule, guckt in die Garage rein und sagt, kann ich euch ein bisschen was helfen? Kann ich ein bisschen was mitmachen? Sie ist da wirklich sehr, sehr engagiert und die hat uns auch in der Sendung geholfen. Samira hat eine ganz große Begabung und die große Begabung, die hat sie natürlich von mir. Und zwar, sie kann sehr, sehr gut malen und zeichnen. Das hat sie alles von mir. Habe ich recht? Genau. Sie kommt auch total nach mir. Und was wird das? Wir machen Hochbeet, diesen Glockenstuhl machen wir hin und dieser Glockenstuhl zieht die Vögel an und beschützt das Hochbeet. Guck mal, da ist jemand aus dem Felsen geklettert. Ich brauche den Oszillierer. Oszillierer, ja. Ja. Warte, schön. Der H658Z. Genau, danke. Ja. Fuchsschwanz. Was? Falsch. Oszillierer. Ah. So. Achtung, 1, 2, 3. Noch Halt! Ja, Der hängt noch irgendwo. ja, hier. Ja, Ja, ganz ja. locker. So. 1, Langsam. 2, 3. Als nächstes verwenden wir ein Allheilmittel auf dem Bau, Montageschaum. Ich finde es echt toll, dass das komplett natürlich ist. Jetzt möchten wir eine gewisse Stabilität bekommen und der Güni wird jetzt alles hier drin ausschäumen. Da braucht ihr keine Angst haben, dass es mit der Erde in Verbindung kommt, weil wir nachher eine Folie drüber machen. Das heißt, der Bauschaum kommt mit der Erde, mit dem Gemüse eigentlich nicht mehr in Verbindung. Da kannst du wirklich nichts falsch machen. Das ist wirklich idiotensicher und deswegen lasse ich das jetzt auch im Güni machen. Du bist der beste Mann dafür, wirklich. Okay? Okay. Macht das Spaß? Nicht unbedingt. Samira, glaub ihm kein Wort, der lügt. Papa, du bist voll gemein zu Güni. Ich finde es toll, voll schön, dass du uns hilfst, Samira. Weil der Güni hatte es in seiner Kindheit nicht. Papa. Der hat nur geklaut und ist weggerannt. Güni, du genauso. Nee, Du ich darfst bin auch nicht nicht so schlimm. gemein sein, doch. Ich bin nicht so schlimm. Doch, der ist schon schlimm, Schatz. Ihr müsst mal zur Paartherapie. Ich sehe kein Bedürfnis, mit ihm in die Paartherapie zu gehen. Siehst du da ein Bedürfnis dazu? Nee. Ja, weil bringt nichts. wir sind auch nicht verheiratet. Nee, es bringt Wir auch gehen nichts. uns da einfach aus dem Weg. Können wir einen Boxkampf? 2 gehen rein, einer geht raus. Mit dem können wir jetzt tatsächlich so, ohne dass wir jetzt irgendwas machen, das ganze Ding mal gut einpinseln. Okay. Ja. Hast du gehört, Güni? Ja, du bist auch eingeladen. Wie hältst du das aus? Ach, frag nicht. Sieht doch gut aus. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich auch auf dich. 1, 2, 3. Hab das. Hab das. Los. Hoch? Los. Hoch! Los. Jetzt. So. Immer wenn ich so gemacht habe, so ein Stück, kannst du gleich drüber wischen, genau. So? Und genau. Und immer wieder dann auch mal auswaschen und das Wasser gut weg dann damit. Ne? Sollen wir das noch dunkler machen oder ist das okay so? Ja, lass doch erstmal so machen, weil dunkler können wir es so oder so machen. Aber wenn es zu dunkel ist, ist es halt schwer, wieder hell zu machen. Das stimmt auch wieder. Ne? Der Felsen, der muss ein wenig dunkler werden, weil der Juragestein in der Tiroler Umgebung ist viel, viel dunkler. Der Glockenturm Ja. ist auch dunkler. Verstehst du? Und jetzt, das ist ja auch eher so ein bisschen orangetönig und rottönig. Und das ist ja eher schon so Richtung so dunkelbraun. So, du hast jetzt erstmal Hausarrest für die nächsten 2 Wochen. Du brauchst auch nicht lachen, du auch. Du lässt jetzt mal das Und Kind schau, in du Ruhe. machst das Ding. Hast du gehört? Ja. So,
Samira, soll ich das erledigen? Was soll ich erledigen? Die Leute wollen mehr Gewalt, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, soll loslegen. Wir zwei müssen noch dann Kräuter holen morgen. Willst du eher Blumen haben oder eher so Nee, kräutermäßig? Kräuter. Das sind alles Sachen sein. Ein Schwabe holt keine Blumen. Weil mit einer Blume kann man nichts anfangen. Ich will mal den Turm draufstellen, mal gucken, wie er aussieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hörst auf zu lachen und du hörst mir jetzt. Halt mal. Wo willst denn du hin? Halt. Ich heb noch. Darüber. Ja. Ach du Scheiße. Jetzt? Hast du ihn? Ja, wieso habe ich ihn alleine? Schau, bitte helf mir. Der lacht so blöd. Du glaubst, es hält auf dem Ding. Aua, mein Finger. So, jetzt Er hat die Finger unten drunter Jetzt hebt mal ganz kurz. und stellt ihn ab. Jetzt hebt mal kurz. Wo? Achtung, die Lampe. Den Ich hier wollte reinklopft nur mal sehen, wie es aussieht. Ja. Ja. Ja, dann könnt ihr ihn ja wieder raustun. Taschen? Heb's raus. Ja, ich heb raus. So. Ich hab noch. Ich gehe kurz raus. Mach mich jetzt. Nein, du bleibst da, du gehst nicht raus. Kann es sein, dass Du gehst jetzt nicht raus, du machst jetzt hier die Halterung. Kann es sein, dass du früher als Kind in der Ergotherapie warst? Ich meine, du kannst Ja. das gleich sagen. Ehrlich Der jetzt? Erzähl mal. Gewalttätige. Aua. Wie war das in deiner Kindheit? Und in meiner Kindheit, wenn da einer so vor mir gestanden ist, habe ich gemacht so. Ja, hattest du... Nein, ich hatte nicht. Warum erzählst du mir nichts? Warum erzählst du mir nichts? Das ist deine Challenge. Was ist das? Das ist deine Challenge. Wie kommst du denn da drauf? Ich soll von früher erzählen oder von meiner Kindheit erzählen. Aber er hat lange gebraucht, bis es gemerkt hat, dass das meine... Ja, lange gebraucht, wir haben ja nur 2 Arbeitstage. Ich scanne dich ab wie so ein Roboter. Und dann denke ich, aha, da ist was faul. Und wer hat gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Peace, Baby. Du musst sagen, ja, du hast mich erwischt. Ja, du hast mich erwischt. Ja, du hast mich erwischt. Lieber Günni, und auf die Knie. Auf die Knie! Ja, jetzt hör auf. Sag einfach. Auf die Knie. Ich versuche jetzt was zu finden. Ja, komm her und mach jetzt das. Ich finde gleich was. Ich bin gleich da. Okay? Ich mache mir gerade, ich gehe kurz raus in den Wald und schrei kurz, komm gleich wieder. Oh Mann! Darf ich ein Foto mit dem Gewinner machen? Hier, der Herr, der nicht mitdenkt. Ja, hast geschafft. Ich halte gerade was ein, gell? Ja. Tschüss. Was ist? Ja, ich habe genug getan, ich muss gehen. Du gehst jetzt, oder was? Ja, ich muss meine Katzen füttern. Ja. Ciao, Samira. Tschüss, danke. Samira. Danke, Samira. Ich habe jetzt so einen alten Bottich gefunden und ich werde diese Stange hier jetzt an diesem Bottich festschweißen und noch ein bisschen Beton auffüllen. Dann haben wir ein starkes Fundament für den Glockenturm. Da bin ich mir ganz 100% sicher, dass er nicht umfliegen wird, egal bei welchem Wind und bei welchem Wetter. Und ich denke mal, der Günni wird nachher richtig beeindruckt sein, wenn ich es gemacht habe. Günni, wärst du so lieb, könntest du mir assistieren? Günni, das ist dein Schweißgerät. Ich weiß halt nicht, wie es funktioniert. Vielleicht ist deins Du anders. hast so einen Schweißschein gemacht. Ja, aber was für Dioden sind das? Das sind keine, ich habe keine Diode. Was ist das dann? Elektrode. Ja, Elektroden, Entschuldigung. Du brauchst keinen Gehörschutz zum Schweißen. Nichts machen. Du sollst warten. Jetzt mach erst mal die Elektrode heiß. Ja. Mach auf dem. Warte. Du kannst schweißen, gell? Ja. Du darfst erst mal streicheln. Hör auf, ich mach's. Komm, hör auf. Hör auf. Hörst du? Streichel erst mal. Ich streichel auch gleich. Der lässt ihn mir los, Günni. Der lässt ihn mir los. Mach den Scheiß weg. Was hast du, Schweißschein? Aua! Ich hab grad halt deinen Mund. Hör auf! Geh weg, hör auf! Geh. Du sollst aufhören. Nein, ich will das jetzt. Hey, geh weg, ich stech dich ab, ich sag's dir. Geh weg jetzt. Ich will das doch nur zeigen. Hör auf! Ja, komm her, zeig. Hast du schon mal mit der Säge gearbeitet? Weißt du überhaupt, was das ist? Das ist wirklich so, bei Handwerk ist so. Und das merkt man auch, diese toxische Männlichkeit, dieses Testosteron in dieser Garage merkt man, ohne Spaß. Du nimmst das Schweißschild, die Elektrode so. Ja. Und da die kalt ist, Ja. und dann zündet sie nicht gut. Ja. Dann gehst du hierher und gehst nur auf dem Fuß. Guck,
Das ist mal drüber streichen. Ja. Und dann ziehen sie. Ja, ja. Hast du es kapiert, du? Ja, Ich hab gerade noch dümmer, wie ich geglaubt hab. Alter, der ist so hohl. So, man sieht natürlich, das ist jetzt eine untrennbare Verbindung. Da liegt klasse, Wahnsinn. Richtig fest, man sieht es auch. Das geht nicht mehr weg. Guck mal, untrennbare Verbindung. Da ist Hey. das eins ist fest. Der hat ein ganzes Ding verbraucht. Ah ja? Ja. Da ist überhaupt nichts geschweißt. Feierabend. Georgi, 1000 Dank, dass du uns geholfen hast. Wirklich saumäßig geil. Ruft nimmer an. Ja. Ausschlafen, morgen ausliefern, wird schwer genug, glaub's mir. Sag mal, du kennst dich ja eigentlich mit Enttäuschungen im Leben aus, aber hast du gar keine Angst, dass die jetzt zum Beispiel nicht glücklich sind mit dem, was du auslieferst? Vielleicht haben die was anderes erwartet. Die Sendung trägt ja deinen Namen, nicht meiner. Was ist, wenn die das jetzt ablehnen? Dann nehmen wir es wieder mit. Da kann ich im Auto bleiben. Nein, du bleibst nicht im Auto. Warum? Du gehst schön mit. Tu mir einen Gefallen, ich klingel, du sprichst, okay? Nein, du kannst besser lügen wie ich. Oh Gott, das sind ja 6 Leute. Also auf jeden Fall sind sie mehr als wir. Ja, okay. Hallo. Bei Tanja und Natascha, da hast du gleich gemerkt, das sind 2 richtig herzliche Menschen. Ja. Weißt, und das macht dann auch Spaß, wenn du etwas ausliefert und du weißt, dieser Mensch hat es verdient oder die haben es verdient. Das Schöne war, die waren total aufgeregt. Wollt ihr mal kurz euren Garten zeigen? Ja. Okay, bin mal gespannt. Richtig schön. Lavendel habt ihr hier, Tomatensträucher. Von allem etwas. Ach, cool. Habt ihr uns so ein Plätzchen, wo ihr so wünscht, wohin der Glockenturm so ungefähr hinkommen sollte wieder? Ich würde sagen, hier. Oder? Sucht Das euch sieht man aus. ja von der Straße. Sieht richtig cool aus, genau. Sieht jeder gleich. So groß, dass man es von der Straße aussieht. Lasst euch überraschen. Wir brauchen ein bisschen, wirklich, also es ist wirklich eine krasse Arbeit. Das heißt, ihr müsst jetzt leider kurz weg, Ja. damit ihr es nicht seht und wir rufen euch dann nachher dazu. Also am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das Ding wieder aufgebaut dort. Wir schaffen das nicht alleine. Wir sind doch Freunde. Wir sind noch Servus. mehr Nachbarn. Entschuldigung, sind Sie der Nachbar? Genau. Ja. Ich habe da ein Hochbeet drin. Oh, okay. Ja. Könnten Sie uns vielleicht kurz helfen, nur kurz 2 Minuten das Ding rauszutragen? Kein Problem. Das ist ja fällt dann unter Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe, gar kein Problem. Ja. Immer gerne. Siehst du, merkst du, wie Schwäbisch bist? Da sind die Leute sofort da und wollen gleich mitschaffen und anpacken. Ihr Name ist? Nico. Nico Murat. Hi. Hi. Günni. Nicht die Hand geben, er hat mögen. Aua! Okay, alles klar. Nico, ganz kurz, nur will ich 2, 3 Minuten. Weißt du, das erlebst du im Schwabenland. Entschuldigung, können Sie uns kurz helfen? Aus diesem Kurz wurden 6 Stunden. Ja. Mensch, Nico, so geil, dass du da bist, ohne Spaß. Ein bisschen, 5 Zentimeter. Jetzt. Nico, danke schön, wirklich. Kein Problem. Ich glaube, bei Murat ist die Uhr stehen geblieben. Die 2 Minuten sind schon längst um, wie ich helfen sollte. Und auch von dem Nachbarn haben wir so viele Sachen mitbekommen, weißt du? Der hat uns erzählt über die Familie. Der hat mir erzählt, dass die Tochter, dass die Steinmetz ist. Aber das musst du mal geben, weißt du? Wir machen einen Stein und dann ist sie auch noch Steinmetz. Der hat dann geholfen bis zum Schluss. Das war so klasse. Ja. Warte, Günni, ich hab. Weißt du, wie schwer das ist? Bitte helft mir. Jetzt. Warte, die Palette rutscht weg. Okay. Ja, stimmt. Stimmt. Alles gut. Warte, ganz kurz. Palette weg. Ja. 1, 2, 3. Hopp. Günni, heb auch. Hochbeetecke. Warte, Nico. Oh Gottes Willen.
Links. Links oben. Drehen. Nicht so. Nico, du. Daher, daher. So, gut. Ab. So. Das war auch jetzt der schwerste Teil, oder? Das weiß ich nicht. Ha? Klappt doch gut. Männer. Weißt du, ein Handwerker erkennt einen anderen Handwerker. Ich habe sofort erkannt, dass Nico was drauf hat. Verstehst du, was ich meine? Und bei dir weiß ich es nach 15 Jahren immer noch nicht, was du eigentlich machst. Der Himmel wird schwarz. Ja. Und dein Gesicht da gleich. Sturm. Ich glaube, die haben Sturmwarnung rausgegeben. Ich bleib hier, ist mir egal. Ich mache das fertig. Ich werde die Familie nicht enttäuschen. So, ein Hochbeet ist immer mit 4 Schichten eingeteilt. Das heißt, die unterste Schicht, man muss von unten nach oben immer feiner werden. Die unterste Schicht ist die Drainageschicht. Und zwar tun wir hier meine Backsteine, die ich von zu Hause im Garten habe, tun wir jetzt die natürlichen Backsteine unten rein. Das dient als Drainageschicht, das heißt, es entsteht keine Staunässe. Und die Hohlräume bieten auch Schutz und Lebensraum für kleinere Lebewesen. Deswegen hier die ganzen Steine rein. Mit Hohlräumen kennst du dich aus, oder? Ja, Hohlräume kenne ich mich aus. Perfekt. Lauter gesunde Dinge. Alles Bio. Alles Bio. So. Ja. Oh, das war jetzt der letzte. Letzte Sack war Der das. letzte Sack, ja. Okay. So, Nico. Jo, Jetzt holen wir die Pflanzen. die Pflanzen. Rosmarin und Estragon, Currykraut, zweimal Thymian, Lorbeerblätter, Chilis, Salbei, Basilikum. Efeu, Oregano, Stevia. Und auf. Auf. Oh mein Gott. Oh, krass. Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich richtig Angst, als ich mitbekommen habe, Natascha, dass du eigentlich Steinmetz bist. Muss ich dir wirklich, dass du es gelernt hast. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, nicht, das gibt's doch nicht. Das ist ja wie wenn man einem Tischler einen Tisch schenken würde, einen Tisch machen würde. Wir haben uns wirklich arg Mühe gegeben und da drüben sitzt einer. Nico! Ah, okay. Nico, kommst du mal ganz kurz rüber? Jetzt mal ohne Spaß. Bis zum Schluss hat er geholfen. Und ich muss ja erst sagen, bis heute Morgen kannten wir ihn auch wirklich auch gar nicht. Und er ist einfach bei uns Tolle geblieben. Ja, wirklich ganz, ganz tolle Nachbarn. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Und ansonsten ist eine Folie drin. Dann haben wir hier natürlich Chilis. Wir haben Rosmarin. Der Nati freut sich mit Chilis. Ja, Rosmarin hast du in jedem Beet, weil es einfach verschiedene Schädlinge fernhält. Auch Schädlinge wie ein Güni zum Beispiel. Dann haben wir Basilikum, Oregano. Und was sagst du als Steinmetz hier? Es könnte Stein sein. Ich? Es könnte perfekt sein. Danke. Es fühlt sich sogar so an. Wie habt ihr das Teil transportiert? Tragt bitte nicht, tragt auch nicht, wie wir es zusammengekriegt haben. Schaut euch die Folge einfach an. Das war nicht sehr einfach. Aber wie gesagt, unglaublich. Nico hat uns wirklich toll geholfen. Nico, Saugeile vielen Dank. Nachbarschaft. Ja, das ist so selten. Was sagt denn dazu, dass der Glockenstuhl wieder steht? Er kommt viel besser zur Ja. Geltung, als er jemals Und jetzt hat er wieder stand. seine Höhe, was er im Original, wo War man der kriegt. im Original auch so hoch? Ja, Ja, also es müsste fast. es ist Ja, doch. Das war unfassbar. wirklich die Höhe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen Ja, soll. Wahnsinn. Ich bin so geplättet. Ich hätte mir niemals in meinen kühnsten Träumen sowas vorgestellt. Es ist Und die unfassbar. Größe des. Toll, wirklich. Ihr habt das besser gemacht Aber als jetzt wir. kommt er wirklich zur Geltung. Hammer. Richtig cool. Und wie gesagt, Tradition bleibt erhalten. Das war meiner Meinung nach das Allerwichtigste. So was Seltenes auch hier in Deutschland zu haben. Das ist echt toll. Ich muss einmal außen rumlaufen. Ihr habt so mit- tolle Arbeit geleistet. Mit Oh, Wahnsinn.
Aber ihr habt's echt, also Unfassbar. wahnsinnig toll. Der Umbau und den Glockenstuhl, das war strapaziös. Aber wir haben es gepackt und also ich war stolz hinterher. War ein richtig tolles Da haben wir alles richtig gemacht, oder? Dafür bin ich auch echt stolz. Komm. Danke. Wir sind unglaublich stolz auf euch. Passt alles. Und dann Das wird der Wahnsinn. Mädels, wir müssen jetzt packen, wir müssen wieder los. Ich muss nach Hause, der Güni wieder zurück in die Anstalt. Danke, Nico, war echt geil. Danke schön. Hat Spaß gemacht, ja. Nico. Nico, nicht so nah, nicht so nah, um Gottes Willen, Nico. Mein Gott. Ciao. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal. Unglaublich. Tschüss. So toll, euch auch Tanja. kennengelernt. Dank. Tausend Vielen Dank. Dank. Nico, wir kommen wieder. Ciao, macht's gut. Mann, hey, waren die glücklich hier, das gibt's doch gar nicht. Gott sei Dank. Aber eine richtig geile Familie. Und wie bodenständig, weißt du? Und die leben echt einen richtigen Traum. Ja. Ich will heim. Aber guck, wie geil das ist. Was für eine geile Nachbarschaft. Was für ein geiler Garten. Alles, was die haben, ist cool. Wirklich. So. Die hat richtig Tränen gehabt, die Natascha. Entweder war sie so enttäuscht oder sie hat sich wirklich gefreut. Das habe ich morgens auch, wenn du kommst. Es war so unfassbar überwältigend. Und dann stehen wir davor und es ist ein Monstrum. Es ist unfassbar schön und es sieht einfach total genial aus. Viel, viel schöner, als wir uns das alle vorgestellt haben. Wir haben gedacht, der Glockenstuhl kommt halt wieder hin und so, dass er nicht mehr durchfaulen kann, dass er kleiner wird. Aber dass das so wahnsinnig riesig wird, hätte man niemals mitgerechnet. Oh mein Gott. Boah, wir haben es geschafft.